Ich packe hier gerade noch ein paar Vertriebsbestellungen. Wir sind hier auch ein Vertrieb bei Matter of Fact, ein Vinylvertrieb, versorgen alle Shops und diese Woche kommen wieder ein paar geniale Sachen raus. Die Ranges 16, Ranges geniales Dub-Label und TOS 15, geniales Label von Maher Daniel, The Other Side. 2 LPs. Ja, und nachher kommt noch der Florian von Conrad Custom Made vorbei aus Leipzig. Der versorgt uns zuverlässig fast jede Woche mit 100er Kartons, 25er Kartons, 50er Kartons, alles, was wir so brauchen für die Verpackung. Mal gucken, was der Florian so zu berichten hat. Der wollte sich auch mal alles angucken hier, mit ihm mal ein bisschen drüber reden, über zertifizierte Kartonagen, über das Lucid-System eventuell, bei dem wir alle Mitglied sind. Duales System, weil wir extrem auf Nachhaltigkeit hier achten, auch bei unseren Zulieferern. Ja, mal schauen, was der Tag so bringt. Matter of Fact. Hier kommen 25 Platten rein. Die werden bei uns in stabilen Kartons verpackt. Die Platten, die haben ja ein gewisses Eigengewicht, deswegen müssen die sehr stabil verpackt werden. Denn wenn das mit dem Paketdienst unterwegs ist, können viele Sachen passieren beim Transport. Und deswegen verpacken wir die so, damit das Qualitätsprodukt dann auch wirklich als Qualitätsprodukt beim Kunde landet. Ich prüfe dann kurz noch mal nach, ob auch wirklich die Anzahl stimmt. Wir haben Sticker, die kleben wir mal oben links drauf. Das hat zum einen den Vorteil, dass wenn der Kunde das gleich aufmacht, ist es schön, ist halt schön gebündelt. Ein Sticker ist immer wichtig, gerade wenn zum Beispiel die Platten eingeschweißt werden und man verschiedene Variationen hat. Man hat Marbled, man hat Black, man hat Rot, wie in dem Fall. Weiß der Kunde, okay, ich muss jetzt nicht eine Platte aufmachen. Welchen Grund wir natürlich noch haben, ist für uns einfach zur Orientierung, weil wir packen hier am Tag so an die 1000 bis 2000 Platten. Und das können dann auch gut und gerne mal 5 verschiedene Katalognummern sein. Und damit man auch einfach den Überblick nicht verliert, packen wir da ein paar Sticker rauf. Immer an die gleiche Stelle. Es hat auch einen gewissen Wiedererkennungswert und ist nicht nur ordentlich. So, und beim Verpacken, da nehmen wir, obwohl wir in diesem Karton auch 4 Packungen reinmachen können, nehme ich jetzt hier nur 3 Packungen, weil so ein Paket 25 Platten, das wiegt schon 6 bis 7 Kilo. Und wenn wir da 4 drin hätten, würde das weit über 20 Kilo gehen. Und das wollen wir dem Lieferanten und auch nicht dem Kunden antun, dass er mit so einem schweren Paket umgehen muss. Und deswegen packen wir hier nur 3 rein und gucken, dass wir so unter 20 Kilo bleiben, damit, wie gesagt, das auch alles handhabbar ist und gut zu tragen und heil ankommt. So, einmal zumachen. Dann wird es noch verschnürt mit den Schutzkanten. Man kann sicher auf die Reise gehen. Hier haben wir jetzt Kantenschutz. Der ist ganz wichtig, damit die Pakete auch stoßsicher ankommen. Das macht ja auch immer den schönen Eindruck. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen wie Weihnachtsgeschenke auspacken. Also ich glaube, ein schöneres Gefühl gibt es gar nicht. Wenn man seine Platte erwartet, man schneidet das Band auf, macht's auf. Ja, und wenn wir sie dann fertig verschnürt haben, kommen sie bei uns auf den Wagen und werden nach vorne gefahren. Genau, ja. Und dann kriegst du hier, weiß nicht, 75, 80 Stück rein? Genau, und haben dann das gleiche Gewicht, sparen einen Karton praktisch. Ja. Und das sind auch verschiedene Kartons hier, ne? Genau. Genau. Jetzt kamen Presswerke auf mich zu und haben gemeint, wir hätten gerne Lasche. Habe ich mal ausprobiert. Musste ein bisschen vorsichtig einpacken, damit die Lasche an der letzten Platte Von vorbei der Breite geht es dann gerade so. Das ist auch so mit diesen Kartons. Ansonsten haben Einschweißung funktioniert. Ja, das funktioniert. Immer, ne? Da nimmt man ja nicht viel weg. Wenn der Vertrieb so einen Karton kriegt oder das Label und der das gleich fast bis zum Endkonsumenten denselben Karton nehmen kann, ohne noch dreimal umzupacken. Ne? Das ist genau. Genial. Lass mir auf jeden Fall nachher welche da. Ich glaube, ich packe dir mal eine Musterpalette und packe da alles drauf. Und dann ist, glaube ich, am besten. Weil das ist genial. Das werden wir auf jeden Fall nehmen. Okay, gut. Der Florian von Conrad Custom Made hier in Güstrow. Ich zeige ihm heute das Presswerk und wir schauen uns relativ neue Arten von Verpackungsmaterial an. Er hat Muster mitgebracht und wir gehen heute mal alles durch. Und jetzt zeige ich ihm das Presswerk.
Ich habe hier mal so einen Karton, hier haben wir so einen großen Stapel stehen. Wir haben damals lange gesucht. Was macht jetzt diesen Karton hier zum Beispiel so besonders? Zum einen haben wir einmal eine schöne, starke, große Doppelwelle, die einmal bei Stürzen, wie es vom Paketdienst gern mal passiert, geworfen wird, polstert, nochmal abfedert, den Sturz sozusagen. Und zum anderen haben wir außen drauf einen Kraftliner. Das heißt, du hast also nochmal einen gewissen Schutz, wenn, ich sag mal, die Pakete vielleicht irgendwo doch mal draußen stehen, auf dem Boden stehen, wo es nass war. Dauert es schon eine Weile, bis das drin beim Produkt ankommt, die Nässe. Und noch dazu ist dann halt so, dass der 25er Karton, der hat aber hier auch nochmal den Kraftliner drauf. Das heißt, selbst wenn hier Nässe durchkommt, hast du hier nochmal einen Schutz. Ja, genau. Bis es dann tatsächlich am Ende bei der Platte ankommen würde. Aber ich denke, so lange würden die Kartons nicht im Regen stehen. Und es lässt sich genial handeln. Genau. Für unsere Jungs und Mädels in der Verpackung ist es perfekt. Genau, richtig. Und es ist super stabil. Also die Nachhaltigkeit ist auch extrem hoch bei den Kartons, weil viele nutzen die über Jahre, lagern im Vertrieb gleich die Platten da drin ein. Also wir nutzen auch den 50er Karton und jetzt bald auch den 75er Karton. Das heißt, wenn wir kleinere Mengen an Vinyl versenden, auch im Vertriebsbereich bei uns, dass wir wirklich auf kleinere Kartons zurückgreifen, die perfekt für die Anzahl der versendeten Platten dann wirklich gemacht sind. Deine Internetseite? Ja, konrad-custom-made.com in Leipzig. Und Kartons werden in der Nähe von Leipzig hergestellt. Ja, ist alles regional. Ein sehr großer Recyclinganteil. FSC zertifiziert und wir sind auch alle im Lucid-System. Das heißt, wir müssen letztendlich Rechenschaft ablegen, wie viele Kartonagen oder auch Plastik für eingeschweißte Platten, was wir verwenden. Dafür legen wir Rechenschaft ab und zahlen dafür auch dann einen entsprechenden Beitrag, je nachdem wie viel wir absetzen, an den Endkonsumenten ins duale System ein. Und unsere Zulieferer und auch Florians Zulieferer müssen halt nachweisen, dass sie auch an diesem Lucid-System teilnehmen. Und schon schließt sich diese Kette, dass man Materialien verwendet, die dementsprechend auch nachzuverfolgen sind. Ja. Ne? Und gerade bei Kartons, die echt extrem viel genutzt werden, ist es für uns wichtig, dass die eine Nachhaltigkeit haben, dass die aus einer Produktion kommen, die einheimisch ist, die nicht lange Wegstrecken hinter sich hat, nachhaltiger Anbau dahinter steht, Forstwirtschaft, alles, was damit zu tun hat. Genau, richtig. Ich arbeite aber noch mit einer Firma zusammen, die SFR Umwelt GmbH & Co. KG, die sitzt in der Nähe von Leipzig. Die haben sich halt darauf spezialisiert, das Altpapier, Altkartons, Altkartonage regional, dort wo sie anfällt, einzusammeln und dann direkt regional in die Werke, in die Altpapierwerke sozusagen zu bringen, wo dann wieder neues Papier entsteht. Und somit ist es ein relativ enger Kreis, wo sich das Papier bewegt und wird nicht durch ganz Deutschland gefahren. Ja, genau. Es ist das schön, wenn man in den Prozess irgendwie Transparenz reinbringen kann. Okay. So, wir sind nun fertig. Es sind extrem viele Kartons geworden. Leider geht es nicht ohne Kartons, aber wir achten bei den Kartons darauf, dass wir wirklich nachhaltiges Material nutzen. Der Florian war vorhin gerade da. Beim Thema Nachhaltigkeit nehmen wir einmal im Jahr Ausgleichszahlungen vor. Projekte wie Wald, Wiese, Moor, Baumpflanzung mit Plant for the Future. Das ist ein Rostocker Projekt. Wir pflanzen praktisch für alle paar hundert Platten, die wir pressen, jeweils immer einen Baum. Wir haben einen Store sogar, der sendet uns alle paar Wochen die Kartons zurück. Diese Sachen gehen nun raus an die ganzen Stores, werden released und ja, die Leute haben wieder neues Vinyl auf dem Teller. Matter of fact.